diesen prächtigen dekorativen Werken wurde Klimts Stil 1910 malerisch weicher und genau in dieser Phase entstand das Gemälde Tod und Leben, das Gustav Klimt auch als sein wichtigstes figuratives Werk bezeichnete. Tod und Leben ganz getrennt. Der Tod als Symbol, als Sensenmann, ein höhnisch lachender Totenkopf, der auf das Leben rüberblickt mit einem Knüppel in der Hand. Und das Leben ist es nicht individualisiert. Bei Gustav Klimt gibt es dieses Individuelle nicht. Das ist alles im Allgemeinen. Der Tod als Symbol und auch das Leben als Symbol. Der Menschenstrom besteht von einem Kleinkind bis zur alten Frau. Also Klimt hat die gesamte Generation der Menschheit dargestellt, um das Leben zu symbolisieren. Das Leben dreht sich im Kreis, der Kreis des Lebens. Wenn eine Generation stirbt, kommt die nächste Generation wieder nach und das Leben wird auf diese Weise stärker als der Tod. Es kann den Tod überwinden durch die Menschheit. Das Gemälde Tod und Leben ist auch deswegen interessant, weil es zwei Versionen gibt. Als er das Bild 1910 geschaffen hat, hat es relativ anders ausgeschaut. Der Tod war noch viel passiver, nicht so furchteinflößend. In der Erstfassung hat der Tod noch einen Nimbus um den Kopf und erst in der veränderten Fassung von 1915/16 bekommt er diese Keule in die Hand und er starrt auch die Figurengruppe direkt an. Dieses Bild hat in Rom einen ersten Preis bei einer Ausstellung bekommen, ist dann durch ganz Europa getourt und trotzdem nimmt Gustav Klimt das 1915 plötzlich wieder her und übermalt es. Das ist etwas Unerhörtes eigentlich. Und vor allem er übermalt es einfach im Rahmen. Wenn wir uns den Rahmen, der übrigens von Josef Hoffmann ist, genauer anschauen, sehen wir an der linken Rahmeninnenseite Übermalspuren, also graue Farbe. Er malt nicht exakt, sondern er wischt auch den Rahmen einfach. Also es muss ihm ein plötzliches Bedürfnis gewesen sein, das Bild hier, obwohl es schon gerahmt war, obwohl es schon publiziert war, obwohl es schon berühmt war, zu übermalen und neu zu gestalten.